Geigenspieldoping, Probenquälgeist, obsessives Zeitmanagement, Bestechung von Komponisten, illegale Dackel-Security. So. Familienname, erstmal die Personalia. Geborene Mutter und jetzt Wunderlich. Also seit über 30 Jahren Wunderlich. Aber Mutter, da kennt man sie. Und bin Mutter auch noch. Also Doppelt. hab's gleich doppelt gut gemeint. Vorname? Anne-Sophie, Höchster Schulabschluss? Abitur, Und das haben Sie geschafft? ja, Instrument? Geige und Klavier. Und bisschen Bratsche. Aber nur, wenn es... Ja, also nur wenn es dunkel ist und keiner zuhört. Auszeichnungen, Ehrentitel? Müsste ich zu Hause im Karton nachschauen. Haben Sie alle in einem Karton greifen? Die Orden, die sind in einem Karton recht ordentlich. Und ja, Liebste Yoga-Position? Downward Facing Dog. Down. Facing Dog, herabschauender Hund. Wie geht das? Soll ich mal? Ja, bitte. Ja, also, man achtet hier so diese Position. Und man kann natürlich dann auch in die Cobra, also hier so. Erster Vorwurf, Einnahme verbotener Substanzen, Geigenspieldoping. Ich brauche mal das Beweismittel hier. 100% Muttersaft. Ja. Es gibt anscheinend ganz genaue Anforderungen von Ihnen an Konzertveranstalter, Ja. so einen Hospitality Rider. Da gibt es also ein ganz bestimmtes Müsli und Muttersaft. Also eigentlich nicht Muttersaft, aber Saft. Ja, Saft. ja, Saft. Kann auch vom Vater sein. Auch der Saft vom Vater sein. Gut, ich schaue jetzt mal, ob das irgendwas mit mir macht. Die sind halt ungesüßt, die Ja. Muttersäfte. Und sehr dicht, sage ich mal. Ist diese spezielle Zusammensetzung Müsli, Muttersaft der Ja. Grund für den Erfolg, fürs gute Spiel? Ja, jetzt ist es raus. Also da sind Sie... Ja, jetzt haben Sie die Formel. Also irgendjemand hat auch mal rausgefunden, dass ich 5 Kiwi-Hälften, also nicht 6 oder 4, 5 Kiwi-Hälften Backstage haben muss. Ist natürlich Unsinn, aber also der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Wodka haben wir herausgefunden, es muss auch immer sein. Wodka, ja. Stimmt, dass ich ab und zu nach möglichst hochprozentigem Alkohol frage, so kurz bevor ich rausgehe. Das ist auf jeden Fall sehr gut zum Seitenputzen. Ach so. Ja, Der Geige. der Geige, ja, also ohne Witz. Also ich würde niemals trinken, wenn ich arbeite. Also nicht davor, vielleicht mal danach, aber davor auf gar keinen Fall. Nächster Vorwurf, Frau Mutter, Probenquälgeist. Sie Gibt's sind dafür bekannt. Zeugen? Ja, wir haben verdeckte Ermittler natürlich, die haben uns mit sehr guten Hinweisen versorgt. Und sie sind bekannt für exzessives Proben, auch in der Anspielprobe. Da werden alle Stücke nochmal in voller Länge durchgespielt. Ja, aber nicht für mich, das ist immer nur für meine Kollegen. Ich wollte gerade fragen, haben Sie vorher keine Zeit, die Stücke zu üben? Genau, so ist es. Ich bin mit Wodka trinken und Müsli essen beschäftigt. Nee, jetzt mal ernst. Ja. Also, Anspielprobe ist für die Akustik, weil man ja normalerweise, wenn wir auf Tournee sind, sind wir ja jeden Abend in einem anderen Saal. Andere Größe, andere Akustik, anderes Licht. Und um sich wohlzufühlen, muss man ja auch den Raum, den man bespielt und der ja auch ein Instrument ist, in dem man spielt, muss man den kennenlernen. Und deshalb ist schon wichtig, dass man jedes Stück, meiner Meinung nach, jedes Stück des Programms anspielt, weil jedes Werk ja auch anders, also ein schnelles anders reagiert als ein mehr elegisches, getragenes, lyrisches. Und das ist der Grund. Ich bin aber nicht übeverrückt. weil also Sie es können, das- oder? Also üben im Kopf ist wichtig, aber jetzt üben nur, damit man die Kollegen verrückt macht, nee, also das echt nicht, wirklich nicht.
Obsessives Zeitmanagement. Frau Mutter, Studien belegen, Langeweile ist gut für den Menschen, gesund für Körper und Geist. Wir haben den Eindruck, Sie können das gar nicht mehr. Wir haben Zeugen, die haben uns hier bestätigt, also vor einem Konzert, keine Sekunde darf ungenutzt bleiben. Pausen sind nicht akzeptabel. Sobald Sie im Konzertsaal sind, zack, 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 und dann geht's wirklich zack, ganz, ganz strukturiert. Also Corona hat natürlich dazu geführt, dass dieser Anklagepunkt sich sozusagen in Luft auflöst, weil erstens weiß ich, was Langeweile ist und inzwischen und sehe auch den durchaus die Attraktivität des Entschleunigten. Ohne Witz. Also diese Entschleunigung führt ja auch dazu, dass man über Gewohnheitsstrukturen nachdenkt und überhaupt so sein ganzes Lebenskonzept mal etwas präziser untersucht. Ich will halt wahnsinnig viel gerne reinpacken, weil so vieles ist unwiederbringlich, wie beispielsweise die Sache mit John Williams. Ich meine, wir haben in Wien gespielt und mussten beide am nächsten Tag nach Amerika fliegen und am übernächsten Tag habe ich ein Rezital da gespielt. Wenn ich jetzt entschleunigt hätte, hätte ich auf das Konzert mit John Williams verzichtet. Oder verzichten müssen. Also Künstler haben oft eine tolle Planung, aber dann kommen großartige Dinge kurzfristig rein und deshalb ist dieser Vorwurf oder diese Anklage zwar berechtigt, aber sagen wir mal relativ unverschuldet Sie werden da so rein. zustande Sie gekommen. schlittern da so rein. Man schlittert rein, man plant alles toll und je näher der Moment X kommt, umso mehr unwiederbringlich fantastische Möglichkeiten ergeben sich und dann denkt man sich, jawohl, das schaffe ich, klar kann ich das reinquetschen. Und so sind wir Künstler, leicht wahnsinnig. Nein sagen ist schwierig. Ist nicht mein Forte. Wobei ich mich nicht als Ja-Sager bezeichnen würde. Wir machen aber trotzdem mal kurz den Test, ob Sie es schaffen. Wie schwer fällt Ihnen nichts tun? Einfach mal 1 Minute Stille jetzt hier. Ich nehme das hier Zeit. Dankeschön. Aber das ist ja jetzt schon wieder das Beste draus machen eigentlich aus der Zeit. Mal kurz schlafen. Naja, außerdem kann man als Künstler wunderbar mogeln, weil es wie beim Zahnarzt, da spiele ich dann im Kopf auch Musik. Merkt keiner und mir hilft's. Aber also man merkt, es ist so ganz leicht, fällt es Ihnen nicht. Nächster Vorwurf, Bestechung von Komponisten. Oh mein Wir haben hier den Herrn John Williams, der Filmkomponist, würde ich sagen, momentan. Star Wars und viele andere Filme. Sie haben ihn erpresst mit Lebkuchen. Wir haben ja auch einen Brief von einem Gott. Herrn Aiden B. Wang, Ja, das ist Hardcare der Los Leibarzt Angeles. von Herrn Williams. Was? Ja. Und er hat schon öfter darauf hingewiesen, please stop sending him cookies, gingerbread hearts and chocolate. Echt? Und zwar- Also davon wusste ich nicht, dass das Ja, und medizinisch... es geht um den Zucker. His sugar levels are more than slightly elevated. Please stop sending him cookies und so weiter. Reicht da nicht Ihr geigerisches Können und Nee. Ihr Ruhm aus bei John Williams? Also meine beste Bestechung war ja, einen Komponisten habe ich einfach geheiratet, damit er für mich schreibt. Also Das ist aber ein großer hab Aufwand. Ich kenne da keinen Pardon. Aber das finde ich ein bisschen viel. Ja gut, es klappt auch nicht immer, aber in dem einen Fall hat es, glaube ich, zu 10 oder 12 Werken geführt. Also hat sich der Einsatz gelohnt. Und bei John Williams?
ging nur mit Ging nur die Süßigkeiten. Lebkuchen. Aber da sind auch nicht nur Süßigkeiten im Repertoire, sondern also Heirat und alles Mögliche. Das ist alles möglich. Das das finde strafbar? find ich schwierig. Ja, ja. Und wenn dann keine Ideen mehr kommen, dann Dann gehe ich wieder zurück zu den Keksen. Nächster Vorwurf, illegale Dackel-Security. Zu ihrem Schutz beschäftigen Sie so speziell ausgebildete Kampfdackel. Ja, Clyde war ein Top-Kampfdackel. Ja. Er hat schon das Zeitliche gesegnet. Ja, leider, also nicht direkt im Einsatz, sondern wegen einer saublöden Krankheit. Aber Clyde hat also gleich, kaum dass sie geschlüpft war, beherzt einem Veranstalter in die Hand gebissen, der sich über die Stradivari beugte. Also sie hat ihre Aufgabe sehr ernst genommen. Wir haben hier auch nochmal ein Beweisbild hier mit Daniel Barenboim. Da sieht man ganz klar, wie der Hund ins Bein des Meisters beißt. Nein, sie war auch auf Sprengstoff und Schokolade trainiert. Ach so. Ja. und haben Sie so einen Waffenschein für den Hund? Also wenn der so scharf ist? Und Also das ist Bonnie. Bonnie ist die etwas bedröppelte Schwester von Clyde. Clyde, die war The Fighter und Bonnie ist der Schmuser. Aber ihre Security muss noch anderes leisten, zum Beispiel Verkleidung auf... Ja klar, ich meine, muss halt in disguise, ja, muss man sich an die Hasen ranmachen. Ja. Und was müssen die sonst noch machen? Korrepetition, Vorkoster, Social Media, Redakteur? Also in gewisser Weise sind die Vorkoster für moderne Musik. Wenn der Hund rausgeht, weiß ich, sollte das Stück besser nicht spielen. Ist es wirklich so? Ja. Wir kommen zum letzten Teil unseres Verhörs, zum Kreuzverhör. Ich bitte um kurze Antworten. Wildfang oder Prinzesschen? Wie können Sie das fragen? Wildfang. Ja. Zu viel Pasta oder zu viel Schokolade? Pasta. Seitenriss oder Bänderriss? Seiten. Emiliani oder Lord Dunraven? Beide. Clemens oder Markus? Ja, netter Versuch. Das ist schon wieder Ja. Bestechung. Ja, ist okay. Gut, also es gibt einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Ich habe das im Voraus schon mal abgeklärt. Sie kommen hier ohne Handschellen raus, aber wir müssen natürlich, Deal ist Deal. Es gibt 3 Möglichkeiten. Entweder 4 Wochen am Stück Geigenanfänger unterrichten, 4 Jahre kein Friseurbesuch oder 1 Jahr jede Woche einen Kuchen an uns. Ich glaube, das mit dem Kuchen, das Das schmerzpreist. Aber nicht gekauft, schon Ja, klar. mit Liebe Also ich gebacken. habe gerade ein ganz tolles Bananenbrot gebacken. Ganz wenig Zucker, nur... Rundfunkplatz Ahornsirup. 1, 80335 München. Deal? Okay. Sind gespannt. Ob das gut ist für Ihre Gesundheit, weiß ich aber nicht. Das ist Da schon ist längst. schon alles Sollen wir das vorbei. nicht auf einen Monatskuchen? Sie Denken lässt Sie an mich- das ärztliche Attest von Herrn Williams. Ja, aber Ja. wir sind noch nicht altersmäßig Vorbeugend. so fortgeschritten wie Herr Williams. Aber er ist topfit, Er ist top, ja, das läuft stimmt. jeden Tag über den Golfplatz. Mehrere Meilen. Gut, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier frei rausgehen darf.